Nee, ich bin eigentlich Sechser oder Zehner, so, nur das sieht keiner. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Premiere heute bei mir ein Gast, der zum ersten Mal dabei ist. Und ich freue mich wirklich sehr darüber. Nicht nur, dass ich ihn besser kennenlerne, sondern auch ihr. Marin Pongracic ist bei mir. Herzlich willkommen. Hi. Vielen Dank, hallo. Marin, 2,5 Monate bist du jetzt hier beim BVB. Hast dich schon gut eingelebt? Ja, sehr gut, ja. Also die Jungs haben mich gut aufgenommen, cooles Team. Bis jetzt eigentlich auch gute Ergebnisse gehabt, jetzt leider in Amsterdam nicht so, aber ja, ansonsten alles tipptopp. Du hast ja hier den einen oder anderen angetroffen, mit denen du schon zusammengearbeitet hast, den du schon kanntest. Macht das die Sache dann ein klein wenig leichter? Ja, ich würde schon sagen, ja, man kennt sich natürlich. Aus Salzburg habe ich 2 Jahre denselben Trainerstab gehabt und ja, auch eine gute Zeit dort schon gehabt. Mit Erling habe ich ein Jahr gespielt und das macht die Sache schon einfacher. Marius kannte ich so ein bisschen durch Hörensagen und haben uns auf Anhieb auch ganz gut verstanden. Und ja, also es macht die Sache auf jeden Fall schon einfacher. Hört sich ja auch irgendwie so an, als wenn es Spaß machen würde. Ja, es macht sehr Spaß, ja. Also, schon eine gute Truppe auch so, ne? Ja, coole Truppe, sehr, sehr viel Qualität und ja, es macht einfach Spaß, damit zu kicken. Du bist ja in Leverkusen, nachdem du nach Dortmund gekommen bist, direkt in die Startelf gerutscht, bist in jedem Spiel zu deiner Spielzeit gekommen. Wie zufrieden bist du mit der persönlichen Situation im Moment? Sehr, ja. Also dadurch, dass ich in Wolfsburg dann nicht mehr so die Einsatzminuten bekommen habe, war für mich klar im Sommer, okay, ich muss jetzt was machen, ich muss was unternehmen. Und dass es dann hier geklappt hat, ist natürlich super und mit den Minuten bin ich natürlich auch sehr zufrieden. Mit meiner persönlichen Leistung auch, ja, also es scheint alles... Es ist so, dass ich noch ich gucke ja immer kritisch, so keinen gravierenden Fehler gesehen habe. Ich auch noch nicht, ne? Aber das wollen wir mal nicht zu laut sagen, das kann immer kommen, ja. Und ich denke, das passiert als Verteidiger auch, aber man versucht es natürlich zu verhindern. Drücke dir und natürlich die Daumen, dass kein Fehler Dankeschön. passiert. Ja. Marin ist also jetzt bei Borussia Dortmund und Marco Rose kann sich jederzeit auf ihn verlassen. Quasi ein Spieler, den jeder Trainer gern in seinem Team hat. Einer der Sommerneuzugänge beim BVB, Marin Pongracic, Dortmunds Nummer 34. Vom Start weg mittendrin. Schnell, zweikampfstark und stets resolut. Ein Verteidiger, auf den man jederzeit zählen kann. Du giltst als extrem schneller Spieler. Gibt es irgendeinen im Team, den du nicht mehr einholen kannst? Also ich würde schon sagen, dass es ein paar schnellere Spieler als mich gibt. Auf den ersten Metern bin ich vielleicht nicht der Schnellste, aber dann, wenn ich ins Tempo komme, ist das schon ganz okay. Aber natürlich, ja, Erling, da gibt es auch andere Kandidaten. Der ist genauso, wenn der einmal in Fahrt ist, wird es schwer. Ja, ich denke auch, dass er auf den ersten paar Metern schneller ist als ich. Aber ja, es gibt auch schon noch den einen oder anderen, der auch schnell ist. In deiner Jugendzeit bist du ja als Stürmer aufgelaufen und so nach und nach bist du nach hinten gerutscht. Wie sehr hilft dir das, dass du mal eine ganze Zeit lang vorne gespielt hast? Also Stürmer ist schon sehr lang her. Das ist so... Naja, du bist 24, so lang kann es ja nicht her sein. Ja, trotzdem, 10, 12 Jahre sind schon viel für mich. Aber es war so D-Jugend vielleicht noch, bis zur D-Jugend, dann eher als Zehner und dann irgendwann mal U14, U15 waren die letzten Jahre als Sechser. Und das hilft schon, ja, beim Spielaufbau. Vielleicht kann man ein bisschen besser die Stürmer antizipieren, so wie die so ticken oder die Zehner, wie sie sich jetzt aufdrehen und was für einen Haken sie vielleicht schlagen. Schon, aber ja, Zehner und Sechser waren natürlich auch, also eigentlich meine Lieblingsposition, muss ich sagen. Dafür bin ich auch bekannt, dass ich immer sage, nee, ich bin eigentlich Sechser oder Zehner, so, nur das sieht keiner. Aber nee, Innenverteidiger ist schon ganz cool. So, naja, du hast ja noch was vor dir. Ne? Ja, man weiß ja nicht. Ja, ne? das stimmt. Du trägst bei unserem BVB die Nummer 34. Das ist jetzt nicht die Rückennummer, weil es keine andere gab, sondern damit hat es ja etwas auf sich.
Erklär's unseren Fans. Ja, es hat für mich so einen persönlichen Bezug. Also ich komme aus Landshut und die letzten 2 Ziffern meines Stadtviertels, wo ich geboren und aufgewachsen bin, sind 34, also die 34. Und ja, es hat sich für mich dann so herauskristallisiert, als ich den ersten Profivertrag in Salzburg unterschrieben habe, dass ich gesagt habe, okay, ich laufe mit dieser Nummer auf, weil wir als Freunde dann auch immer gesagt haben, ja, so, das ist unsere Hut, so unser Viertel, so, und das als Zeichen dann, dass ich nicht vergesse, wo ich herkomme, so, und das. Das ist gut, finde ich cool. Ja, und das hat sich bis jetzt durchgezogen. Jetzt geht's gegen Bielefeld. Und ich denke, unsere Fans werden sicherlich nach dem Spiel in Amsterdam auf eine Reaktion warten. Was habt ihr euch so vorgenommen? Ja, noch nichts, ehrlich gesagt. Also wir hatten jetzt erstmal einen Tag frei und dass wir alle so ein bisschen den Kopf frei kriegen und dass wir das alles ein bisschen reflektieren, was da passiert ist. Und ich denke aber, dass die Fans da auf jeden Fall eine Reaktion von uns sehen werden. Und hoffentlich werden wir 3 Punkte. Wird euch der Trainer heiß machen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Letztes Jahr hat Mats übrigens in Bielefeld 2 Tore geschossen. Sehen wir vielleicht in Bielefeld den ersten Treffer von Marin? Kann sein, ich hoffe es. Ja, wäre cool. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Bevor ich dich jetzt gleich verabschiede, gibt es noch die Schnellfragerunde. Entweder oder. Du hast 2 Optionen und musst dich möglichst schnell für eins entscheiden. Okay? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Schwarz oder gelb? Schwarz. Kopfballtor oder Rettungstat? Rettungstat. Oh, der Trainer sich wieder freut. Petric oder Perisic? Perisic. Kennt ihr euch? Ja, von der Nationalmannschaft. Petric kenne ich nicht, deswegen muss ich Perisic sagen. Überragender Er ist Typ. jetzt aktuell mit uns Petric, Nationalmannschaft. überragend. Ja? Ich bin ja auch noch zuständig fürs Legendenteam mit Jörg Heinrich als Coach. Ja. Und da ist Laden Petric, überragender Typ. Kaffee oder Tee? Kaffee. Strand oder Berge? Strand. Auch mal einfach liegen ist schön, ne? Ich glaube, Ja. das macht, wenn wir das 20 Fußballer fragen, würden wir 19 sagen, Strand. Ja, vielleicht die Österreicher und die Schweizer sagen vielleicht Berge. Ja. Aber ansonsten, ich komme halt aus Kroatien, da gibt es nicht so viele Berge. Also Gibt eher aber Strand. kristallklares Mittelmeerwasser. Ja, Ne? das stimmt, ja. Marin, schön, dass du zu mir gekommen bist. Schön, dass wir ein bisschen was von dir erfahren konnten. Wir drücken natürlich alle Daumen morgen für das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und wenn du morgen dein erstes Tor machst, ein Kopfballtor, dann bist du nächste Woche wieder da. Versprochen? Okay, versprochen. Alles klar. Den Torjubel Dankeschön. widme ich dir. Alles klar. Vielen Dank, Marin Pongracic.